Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Rund ums Drehen. Bei mir sitzen wieder Daniel Hallo. und Dani. Hi. Heute wollen wir uns mal mit einem Thema beschäftigen, was für euch vielleicht ganz interessant sein könnte, dass ihr einmal ein bisschen wisst, wer ist rund ums Drehen, wer gehört zu rund ums Drehen und woher kommen denn die ganzen Jungs. Deshalb würde ich sagen, machen wir Folgendes. Wir stellen uns einfach vor, aber da es natürlich nicht in einem reinen Monolog endet, wird immer einer von den beiden anderen befragt oder ein bisschen in die Mangel genommen, wenn man es so ausdrücken möchte. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Jüngsten hier am Tisch an. Bin das ich? Absolut. Alles klar. Dich trifft's dann. Ja, Daniel, sag uns doch mal, wie bist denn du eigentlich zu Rund ums Drehen gekommen, beziehungsweise was war denn so dein Werdegang davor? Was hast du zur Ausbildung gemacht? Ja, wenn man ab der Ausbildung beginnt, gelernter Zerspannungsmechaniker, eigentlich aber nicht direkt auf die Richtung Zerspanen, sondern eher auf die Richtung Industriemechaniker, weil damals in der Firma war das Hauptproblem, dass unser Ausbilder eigentlich eher der Industriemeister hatte und war eben sehr fachlich kompetent zu dem Thema Maschine reparieren und Sache neu spindeln und gehört natürlich auch zur Spane dazu. Also gleich auch im ersten Lehrjahr durfte mir an die konventionelle Drehmaschine, Fräsmaschine, nicht direkt dann raus an die CNC-gesteuerte bzw. Kurve-gesteuerte Maschine. Aber die Hauptaufgabe war eigentlich bei mir, ihm über die Schulter zu gucken. Wenn jetzt mal ein Lager oder so in der Maschine kaputt war, haben wir das immer zu zweit ausgewechselt. Und währenddessen natürlich bin ich dann auch, weil es ja eine Zerspanner-Ausbildung war, eher in die konventionelle Maschine begleitet worden. Aber eher, wie gesagt, in die Fachrichtung des Industriemechanikers. Also kann man sagen, so Richtung Instandhaltung dann, oder? Instandhaltung, ganz genau, das richtige Wort. Ausbildungszeit? Ausbildungszeit ging 3,5 Jahre damals. Ja. Erste Jahr waren wir hauptsächlich nur in der Schule. Da war es, glaube ich, so 4-mal Schule pro Woche und einmal dann so ein Praxistag im Unternehmen tatsächlich. Hast du irgendwann mal während deiner Lehrzeit drüber nachgedacht, den ganzen Scheiß bleiben zu lassen und irgendwas anderes zu machen? Tatsächlich nicht. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen, weil ich bin die Arbeit von früher nur gewohnt. Habe alles Mögliche gemacht, war in der Baubranche unterwegs. Auch als kleiner Junge schon bin ich auf der Baustelle mitgegangen. Also harte Arbeit war ich gewohnt. Auch die Arbeit im Wald von zu Hause aus. Und habe ich gedacht, irgendwas muss ich machen, wo auch ein bisschen mehr Geld bringt. Das war eben die Industrie und deshalb habe ich mich entschieden, Zerspannungsmechaniker zu machen. Industriemechaniker ist dann letztendlich tatsächlich nicht geworden, aber die Kompetenz dafür. Und ja, so ging das eigentlich dann alles los. Cool. Aber hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, eben weil ich einen sehr coolen Ausbilder auch hatte. Also kann man sagen, das ist ein typischen alten Hasen, der so richtig viel Erfahrung hat, der Ganz ganz genau. viel gezeigt hat. Okay. Grüße gehen raus an Josef Heinrich. Ist Genau. schon wichtig, wenn man noch seine Ausbilder kennt und die auch zu schätzen weiß. Ja, wie ging es denn dann weiter? Da warst du dann dort in dem Betrieb, hast dann die Ausbildung gemacht. Ganz genau. Da bin ich auch sehr viel rumgekommen, also sei es, wie wir gesagt haben, die Instandhaltung, dann das Zerspanen allgemein an sich. Dann war ich aber auch mal eine Zeit lang an der Waschanlage, im Versand, in der Qualitätskontrolle. Da haben wir uns dann tatsächlich dann auch kennengelernt. Ja, genau. In der Zeit, ein Jahr später, glaube ich. Ja, ich glaube in den Dreh rum, ja. Genau, also man konnte sehr, sehr viel vom Ablauf der Firma verfolgen, wie das quasi vom Rohteil oder vom Rohmaterial bis zum Schluss, zum Versand tatsächlich abgelaufen ist. Das war ein riesen Vorteil. Ich glaube, der Firma hat es dann auch sehr gut getan, weil wenn dann irgendwo, auch während der Ausbildungszeit, total verrückt, mal ein Mangel an Mitarbeiter war, wurde ich da einfach eingesetzt, weil das halt, die andere Themengebiete waren jetzt nicht so anspruchsvoll und man hat es halt leicht verstanden, wie das funktioniert hat und war dann quasi
hatte einfach Spaß gemacht, dass man da mal alles mitbekommen hat. Also kann man sagen, da warst du so ein Allrounder. Richtig, genau, Cool, genau. cool. So viel mal dazu. Und dann ging es ja dann weiter. Wir haben uns ja sehr, sehr gut verstanden. Bin dann die meiste Zeit in der QS mit dem Felix abgehangen. Und dann kam natürlich die spannende Idee, ob wir nicht zusammen was starten sollen. Und da ging es uns als erstes durch den Kopf mit dem YouTube-Kanal. Genau. Dass es jetzt natürlich so groß geworden ist alles, hätte man früher wahrscheinlich auch nicht gedacht. Und vor allem, dass wir in die Umsetzung reingekommen sind, fand ich sehr, sehr spannend. Also wir haben Pläne gemacht und sind dann tatsächlich, wo du dann die Firma mit dem Dreher dann begonnen hast, direkt auch in die Umsetzung für die Azubi-Videos damals gekommen, und es ist, glaube ich, so gut wie jede Woche dann auch ein Video erschienen. Findet ihr übrigens hier alle noch auf dem Kanal oder ein Großteil. Ich glaube, gelöscht ist da nicht wirklich viel worden. Ja. Also ihr dürft wirklich sehen, wie das ganze Ding entstanden ist. Von aus heutiger Sicht räudigen Videos zu echt mittlerweile qualitativ hochwertigen Videos. Genau. Die Frisuren und der Bart haben sich auch verändert. Nee, klar, man lernt dazu. Wir haben uns Schneider selber beigebracht. Natürlich gestartet sind wir mit einer GoPro. Was sich da jetzt heute getan hat, ist ja natürlich schon dann was anderes. Ist jetzt auch ein paar Jährchen her. Aber hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja. Wie sind wir denn dann, oder wie war denn für dich so der Entwicklungsweg jetzt vom Industriemechaniker schlussendlich, der Instandhaltung gemacht hat, hin zu einer Dreherei, aber jetzt dann auch hier jetzt mehr in einem ganz anderen Bereich tätig? Wie war für dich die Umstellung persönlich? War das eine große Umstellung? War es eine kleine Umstellung? War das in Ordnung? Also zu Anfangs war es natürlich eine riesengroße Umstellung, weil, wie die meisten jetzt hier wissen, wir drehen ja nicht mehr. Wir sind jetzt im Bereich Videomarketing tätig, Industrieunternehmer zu unterstützen im Themenbereich Mitarbeiter- und Neukundengewinnung, machen aber auch Imagefilme, machen die Podcasts jetzt, die Firmenvorstellungen natürlich ganz wichtig, und ja, das Filmen an der Kamera und das Schneiden, das hat natürlich immer unglaublich viel Spaß gemacht, weil es natürlich eine Abwechslung zu dem Körperlichen war. Klar, das vermisst man auch nach wie vor ein wenig, sage ich mal, weil man jetzt halt schon die meiste Zeit vorm Rechner hockt und auch dann sehr, sehr viel schneiden muss oder gerade halt für die Kunde da sein muss. Macht natürlich unglaublich viel Spaß, da man direkt in Kontakt mit der Kundschaft auch ist. Ja, in diesem Sinne war es der goldrichtige Weg. Macht mehr Spaß. Und ja, also ich bereue auf jeden Fall nichts. Wunderbar, das ist ja immer gut zu hören. Das ist noch so eine extreme Verwandlung schlussendlich. Ja, jetzt haben wir den Jüngsten gehabt, der uns gesagt hat am Tisch, wie das Ganze war. Jetzt gehen wir doch ganz einfach zum Erfahrensten hier am Tisch. Oh, danke. Danke. Ja, Dani, wie war denn so bei dir so das Thema Ausbildung? Du bist ja jetzt schon ein erfahrener. Wie kam der Weg? Machst du heute noch das Gleiche wie in der Ausbildung? Also in Teilen ja. Es ist tatsächlich so, ich habe auch die Ausbildung zum Industriemechaniker, Fachrichtung Geräte- und Feinwerktechnik gemacht. Bei einem renommierten Reibeisenhersteller auf der Schwäbischen Alb. Ich habe die Zeit vielleicht nicht immer genossen, aber es war auch irgendwie cool. Und von dem her, da ich ja bei den Werkzeugen hängen geblieben bin, ist noch ein bisschen was übrig von dem, was ich damals, oder was mir mein Ausbilder damals versucht hat beizubringen. So ein paar Sachen habe ich mir merken können. Es war nicht ganz umsonst. Schon mal als beruhigend zu hören. Das heißt, du hast eben bei einem renommierten Werkzeughersteller deine Ausbildung gemacht. Die hast du dann auch erfolgreich abgeschlossen? Natürlich. Okay, wunderbar. Gab es denn da in dem Bereich irgendwelche Weiterbildungen, wo du dann irgendwann mal gesagt hast, okay, ich möchte noch was draufsetzen? Also der ursprüngliche Plan, muss ich tatsächlich gestehen, war im Anschluss noch das 1BK zu machen und dann Maschinenbau zu studieren. Jetzt ist mir natürlich war ich da in einem Alter nach Abschluss der Ausbildung, wo man vielleicht nicht ganz so zielstrebig ist, und vielleicht war ich auch so ein kleines bisschen Hallodri. Das bedeutet, das Thema Maschinenbau hatte sich dann irgendwann erledigt, bis dann wenige Jahre später doch wieder der Wunsch hochkam,
noch ein bisschen weiterzumachen und ich habe dann berufsbegleitend bei der IHK Reutlingen-Albstadt den Industriemeister gemacht, auch abgeschlossen natürlich, mehr oder weniger erfolgreich. Okay, super. Das heißt, du hast dann eben noch was draufgesetzt. Du hast in der Zwischenzeit wahrscheinlich dann aber berufsbegleitend, hast du gesagt. Also du hast ja währenddessen im Beruf gearbeitet, hast Erfahrung gesammelt. Wie ging es denn dann weiter? Dann warst du jetzt eben hier in der Position, dass du über den Meister gemacht hast. Viele sagen ja dann, okay, ich habe den Meister gemacht, ich war in meinem Bierbetrieb, ich musste den Betrieb unbedingt wechseln, damit ich noch mehr von der Welt sehe, von der Zerspannungswelt. War das bei dir auch so? Ja, also ich habe tatsächlich schon während dem Meister gewechselt oder angefangen zu wechseln. Es waren aus heutiger Sicht, wenn mir jemand seine Bewerbung vorlegt und hat so viele Wechsel drin wie ich, würde ich das eher kritisch betrachten und auch mal nachfragen. Ich habe das damals für den richtigen Weg gehalten, Erfahrungen zu sammeln und bin dann kurz nach der Meisterausbildung entsprechend in Außendienst gegangen, weil da einfach so das Interesse am größten war, dass man mit den Menschen in Kontakt steht. Daniel hat es ja auch gerade gesagt, das ist ja auch das Spannende jetzt an unserem Job. Und das war das, was mich damals am meisten gereizt hat. Als Industriemeister auf einer Bank zu arbeiten, ist eher schwierig, also blieb eigentlich nur der Außendienst. Absolut. Und wie war es denn dann? Okay, hast du dann eben beim Außendienst gearbeitet, aber jetzt, wie kam denn dann jetzt der Bogen hierher zu Rund ums Drehen? Oh, der Bogen, der war relativ lang. Ja, im Verlauf der Karriere kam dann irgendwann auch mal der Punkt, sich selbstständig zu machen, wenn man immer so ein bisschen an dieses höher, schneller, weiter Streben denkt, kam für mich irgendwann der Punkt und wir sind dann über einen gemeinsamen Freund ja aneinander gekommen zum Thema Zerspannung. Damals gab es noch die alte Drehmaschine, war wirklich toll. Und wir haben die ersten Videos gemacht und von meiner Seite, ich kann jetzt ja nicht für euch sprechen, aber ich sitze hier, fand ich das total spannend, mit euch zusammenzuarbeiten. Das ganze Thema YouTube hat mich halt auch unfassbar interessiert, weil das sowas ist, ich denke, das werdet ihr bestätigen, so als normaler Standard-Zerspanner kommt man jetzt mit Videocutting und mit Marketing eher selten in Berührung. War für mich was ich lernen wollte und auch nach wie vor lernen möchte. Ist im Prinzip wie im Hauptberuf bei mir auch. Ich lerne jeden Tag noch was dazu und von dem her bin ich froh und dankbar, Teil des Teams von Rund ums Drehen sein zu können. Ja genau, ihr habt mich dann irgendwann quasi in euren Kreis aufgenommen, wofür ich sehr dankbar bin. Alles gut. Ja, sind wir auch sehr dankbar. Mega. Nee, ich denke mal, jeder hier am Tisch hat seine Stärken und ergänzt das Team ganz gut, weil daraus entsteht ja ein wunderbarer Kreis. Und ja, jetzt wissen wir natürlich, dass du der Erfahrene bist, dass du auch für das Thema Werkzeuge sehr versiert bist, einen großen Erfahrungsschatz hast in dem Bereich. Das werden wir natürlich in Zukunft natürlich auch noch weiterhin nutzen, weil wir natürlich auch dementsprechend dann eben Leute einladen wollen, die sich dann eben mit dir auf Augenhöhe unterhalten können und nicht bei uns, wie bei uns beiden, mit den Grundlagen nochmal anfangen müssen. Das stimmt ja nicht. Ja, okay. Aber Felix, jetzt sind wir ja 3 und nachdem der Jüngste und der Schönste dran waren, brauchen wir jetzt das schulisch Gebildete. Genau, und ein guter Schluss ziert ja bekanntlich alles. Ja. Jetzt habe ich gedacht, du spielst auf den Bart an, aber leider nicht. Okay, passt. Heute nicht, nein. Vielleicht später noch ein paar Wortwitze. Ja, gut, was heißt hier schulisch gebildet? Ich habe zwar einen Titel, wenn man das Ganze sich so anguckt, ja, ich habe studiert, also ich habe den klassischen Weg gemacht, Realschule, Technisches Gymnasium in Rottweil, Studium dann am Campus Tuttlingen, der zur Fachhochschule Furtwangen gehört. Grüße. War dann eben im ersten Jahrgang mit dabei, also die typischen Versuchskaninchen, was natürlich mal interessant war und mal scheiße und mal gut, gehört alles dazu. Aber am Ende des Tages haben wir das nach 3,5 Jahren geschafft. Ich und viele andere haben es auch geschafft. Ja, und dann ging da einfach der Weg weiter Richtung Heuberg. Hatte da in der Zeit, wo ich parallel studiert hatte, eine Firma gefunden, die sich getraut hatte, so ein nass hinter den Ohren und grün hinter den Ohren Studenten zu sich ins Unternehmen zu holen. Durfte da dann eben das ganze Thema von der praktischen Seite nochmal herlernen. Also, wo genau praktische Seite? Dann muss ich ein bisschen einhaken. Alles gut. Also ich habe dann eben angefangen, Maschine zu bedienen, Werkzeuge zu wechseln, zu messen, zu korrigieren. Also im Endeffekt die Dinge, die du ja tust, wenn du eine Ausbildung machst,
wie es der eine von erläutert hat, wenn man dann einfach mal wegen so in die Fertigung mit reingenommen wird, weißt man ist im ersten Lehrjahr, zweiten Lehrjahr, der Ausbilder denkt sich, okay, der ist ganz gut, der ist ganz passabel, kommt erst mal mit an die Maschine, ein bisschen Maschine bedienen oder natürlich fehlen Leute gerade an der Maschine. Das Zeug habe ich natürlich dann immer gemacht, tagsüber studiert und dann abends bis in die Nacht rein dann eher, oder was heißt Nacht, 10, 11 nach abends Maschine laufen lassen. Habe da unfassbar viel gelernt, habe da unfassbar viel Werkzeug kaputt gemacht, also Entschuldigung an der Stelle nochmal, muss ein Schweinegeld gekostet haben, aber es hat dazu beigetragen, dass ich am Ende des Tages, glaube ich, die Materie verstanden habe. Ich habe dann geblickt, wie funktioniert das Drehen an sich, bin immer ewig lang an den Maschinen gestanden, habe zugeguckt, wie ist die Werkzeugwechsel, was passiert dann hier, wenn der G-Code an der Stelle ist, was passiert da? Ja, und dann war dann der Punkt, wo ich mit dem Studium fertig war und dachte eigentlich, okay, jetzt muss ich mir erstmal Gedanken machen, wo gehe ich hin? Ich würde gerne noch mal zwischengrätschen. Ja. Nicht, dass wir das so schnell überspringen. Ja. Das ist ja auch eine Frage, die mir zumindest immer wieder gestellt wird. Ich vermute mal, die wird ganz allgemein relativ oft gestellt. Du hast ein Studium gemacht und hast quasi praktische Erfahrung anschließend im Betrieb gesammelt. Würdest du das als sinnvoll erachten, wenn man vor dem Studium, wenn man was mit der Zerspannung zu tun haben möchte, also Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurswesen, ähnliches, wenn man vorher eine Ausbildung macht? Absolut. Also wenn ich es heute anders machen könnte, würde ich so machen. Ich würde definitiv eine Ausbildung machen. Und was ganz, ganz wichtig ist, ich würde auf jeden Fall mindestens 1, 2 Jahre auf dem Beruf arbeiten. Weil wenn du den Gesellebrief in der Hand hast, kannst du dann ein besseres Lied davon singen oder aber du bist noch nicht fertig, du hast noch nicht ausgelernt. Du fängst ja im Endeffekt erst nach der Ausbildung an zu lernen. Und das war halt, fand ich extrem gut von der Firma auch. Und das war natürlich für die auch irgendwo ein Invest schlussendlich, mir die Chance zu geben, das nochmal zu lernen. Aber, was ich auch ganz ehrlich sagen muss an der Stelle, nicht viele junge Ingenieure sind dazu bereit, den Blaumann anzuziehen und wirklich stellenweise bis zum Bauchnabel im Öl zu sein. Weil das ist bei mir auch oft passiert. Wenn ich Öl nachgefüllt habe in der Maschine, kam das auf einmal wieder raus und ich dachte, hoppala, wo kommt denn das wieder her? Rennen ist da eine schlechte Idee. Genauso habe ich auch, muss ich ganz ehrlich zugestehen, beim Edelstahlbohren mit Wendeschnellplattenbohren auch öfters geschafft, die Löschanlage auszulösen. Also von dem her auch hier nochmal ein großes Entschuldigung an den Seniorchef, den ich dann immer abends und nachts aus dem Bett geholt habe, wenn dann die Anlage runterging. Ja, der Auffüller von den CO2-Feuerlöschern war sicherlich dankbar. Ja, der konnte Umsatz generieren. Ja, das war wegen so der Punkt. Und ja, das Spannende war dann tatsächlich, ich wurde dann eben nahtlos übernommen und habe dann wirklich immer mehr Verantwortung bekommen, hatte dann auch mit einem Mitarbeiter zusammen haben wir dann so um die 12 Maschinen gehabt. Das waren Lang- und Kurzdreher. Die waren aber extrem gut programmiert, extrem gut von der Werkzeugbevorratung und so weiter, dass das wirklich gut machbar war. Zu zweit die Maschinen kontrollieren, nachmessen und so weiter. In der Zeit habe ich dann eben, wenn der Maschinenbediener, der mich unterstützt hat, die Maschine betreut hat, habe ich dann Messprogramme geschrieben, habe Kundenreklamationen gemacht, Maschinenfreigabe. So das typische QS-Zeugs halt, ja. Und dann war das halt so der Punkt, wo du dann irgendwann mal nach 3,5 Jahren sagst, okay, eine Veränderung tut bestimmt gut. Und dann bin ich halt, ja, du würdest jetzt meinen Lebenslauf natürlich als schlecht erachten, er hat ja einige Wechsel drin. Ich bin nicht der Maßstab. War dann irgendwo mal kurz ein halbes Jahr bei einem Kunststoff-Spritzgießunternehmen, weil ich mal dachte, okay, irgendwas muss ich verändern. Die engen Toleranzen, die wir damals in der Dreherei gefertigt haben, die waren schon krass. Also wir waren nahe an Schleifen dran, das auf dem Drehen zu schaffen, das war schon geil. Und dann dachte ich, okay, Kunststoff-Spritzguss, da sind die Toleranzen ein bisschen größer. Also ich meine Scheunentor groß. Und das nennen die dann für genau und dachte ich, okay, irgendwas passt ja nicht so ganz. Meine Welt war so im Hundertstelbereich, im Mühbereich und auf einmal kommen die mit 5/10 Toleranz und das sei schwer. Okay. Ja, dann habe ich den Birnenwechsel vollzogen, war dann genau bei einer etwas größeren Dreherei, weil ich dachte, okay, pass auf, kleine Dreherei hast hinter dir, Kunststoff-Spritzguss ist nichts, dann musst du bestimmt in eine größere Dreherei, dass du dich dann einfach mal ein bisschen weiterentwickeln kannst und gucken kannst. Dann habe ich natürlich die Weiterbildung gemacht zum QMB, zum internen Auditor. Bin eben dort in das Unternehmen reingekommen, war da auch für den QS-Bereich zuständig, für Kundenreklamationen, also mit großen Automobillisten. Ja. Und war schön, mit denen sich auseinandersetzen zu müssen? Super, ich lieb's. Also da habe ich dann verstanden, warum es sinnvoll ist, wenn der Gegenüber schon mal einen Messschieber in der Hand gehabt hat. Und du auch.
dann macht es Sinn. Wenn der Gegenüber aber den Messschieber nur von einem Foto kennt, ja, macht keinen Spaß. Gut, dann dort wieder gegangen. Dann war ich noch bei einem etwas größeren Unternehmen, eben hier auf dem Heuberg, mit knapp um die 500 Mann. Da natürlich wieder Schreibtischtäter, aber der große rote Faden, muss ich ehrlich sagen, ich war nie so der typische Schreibtischtäter. Ich war immer, wenn ich ein Projekt auf dem Schreibtisch hatte, bin ich immer runter in die Fertigung, habe mir die Leute geschnappt, mir die Maschinen rausgeholt, habe gesagt, okay, wo liegt das Problem, was müssen wir beachten? Bei den Reklamationen ganz oft, was ist denn das Problem? Kann ich dir helfen, das zu lösen? Muss ich da irgendwo an irgendjemand was erzählen und sagen, hey, guck mal, wir brauchen das oder das, andere Werkzeughalter und so weiter. Da habe ich viele Leute in Erstaunen versetzt, immer wenn ich dann dort war. Ja, halt in der Fertigung unter, weil sie wussten ja, das ist ja so ein Typ mit Hemdchen und der sitzt da eigentlich oben im Büro und so weiter und so fort. Und das fand ich aber für mich ganz normal, weil ich wissen wollte, was tue ich da? Ja, du bist ja auch ein Stück weit aus der Fertigung gekommen. Das heißt, diese ganze Geschichte mit dem Qualitätsmanagement, das war so für dich zumindest zeitweise recht erfüllend, wenn ich das richtig verstehe. Es war in Ordnung, ja, erfüllend ab dem Punkt vielleicht nicht mehr, wo es dann wirklich darum geht, ich nenne es mal so bös gesagt, also kein Affront an die QSler unter euch, aber es war echt Korinthenkackerei, wo ich dann echt dachte, junge Leute, also ganz ehrlich, die Reklamation zu schreiben, das hat sich ja nicht mal gelohnt. Ja? Ja, es sind ja oft auch, also fragwürdige Anforderungen, ja. Irgendwo wird ein Sprengstift mit dem Hammer reingestellt, dann hinterher eine H5-Passung, hast du Glückwunsch an den Konstrukteur. Genau. Oder er will unbedingt an einem bunten RA 0,15. Ist natürlich standardmäßig vorhanden. Alle Wendeschnellplatten haben RA 0,15. Klar. Oder R 0,15. Ja, solche Sachen. Und dann war das einfach so ein Punkt, wo ich dachte, puh, ich muss aus dem Reklamationsmanagement, muss ich raus. Bin dann eben ins größere Dreherei-Unternehmen gegangen mit 500 Mann. Da hatte ich es dann eben mit Neukundenprojekten mit Neuteilprojekten zu tun, eben mit extrem großen Zulieferern, deren Namen ich einfach mal unterschlage. Ihr könnt es euch aber vorstellen, so Richtung Stuttgart, Villingen-Schwenningen die Ecke, könnt ihr euch dann die Namen denken. Da war es dann einfach so, es war relativ einfach für mich, weil ich einfach aus der Fertigung kam. Ich wusste, okay, wenn die das und das Maß haben wollen, dann weiß ich ganz genau, was praxisnah ist, um zu messen. Musstest du da quasi auch die Angebotserstellung machen oder eine Machbarkeitsprüfung oder? Für mich war schlussendlich zwei Dinge. Also in dem Projekt ist immer zusammengeflossen, ich brauchte die Infos aus der Fertigung, ist das machbar auf den Maschinen? Und ich habe dann mit meinem Team gemeinsam geschaut, okay, welche Messmittelstrategie brauchen wir, was ist sinnvoll, so einen Kantenbruch mit 0,1, müssen wir jede halbe Stunde messen oder reicht es zweimal am Tag beim Mehrspindler oder und so weiter und so fort. Also Prüfzyklen festlegen, klar definieren, Ansprüche, wann wird was, wie, wo und warum gemessen. Genau, und das muss ja auch abstimmen mit dem Kunde dann schlussendlich, dass er auch die gleichen Messmittel benutzt schlussendlich, weil wenn wir mit dem Messschieber messen, er mit dem Meterstab, dann kommt vielleicht was anderes raus. Kommt vor, ja. Und dann war einfach mal so ein Punkt, wo das Ganze dann bei einem Projekt hochgepoppt ist, bis wir dann mal zu 8 zum Kunden fahren mussten und ein Professor, Doktor, sonst woher, hat dann uns allen erklärt, dass wir alle den Kantenbruch, was ja nachvollziehbarerweise das einfachste auf der Welt ist, komplett falsch messen, weil man müsse in den Kantenbruch, und das fand ich so geil, das habe ich mir gemerkt, man müsse in die Geometrie des Kantenbruchs die Oberflächenrauheit mit einfließen lassen. Über was für einen Kantenbruch sprechen wir da? 1,30 Meter oder? 0,1 mm mal 45 Grad. Ah. Also, alles spannend. Ja, mega. Und nach diesem Tag, wo wir dann heimgefahren sind, mit 4 Leuten von dem Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, und 4 Leuten vom Kunden, nach 8 Stunden sind wir dann heimgefahren im Auto. Mein Kopf war komplett durch, weil ich dachte, also ja. Und dann war der Punkt erreicht, wo ich sagte, nö. Nee, also ganz ehrlich, bevor ich das mein Leben lang mache, gehe ich lieber in Edeka und räume ein Regal ein. Und aus deiner Karriere bei dieser Supermarktkette ist da was geworden? Nein, leider nicht. Ja, und dann kam es eben dazu, ich habe die IHK-Seite immer ein bisschen verfolgt, habe geschaut, vielleicht sollte ich mich doch selbstständig machen, vielleicht doch nicht. Und wie es der Zufall halt so will, war dann irgendwo aus Stühlingen ein älterer Herr, der seinen Betrieb aufgegeben hat, so ein Ein-Mann-Betrieb.
dachte ich, komm, weißt du was, das hat ja eigentlich schon im ersten Betrieb, wo du nach dem Studium warst, echt Bock gemacht, irgendwas zu machen, zu sehen, du hast was erschaffen, du hast einen Teil erstellt. Dann dachte ich, komm, weißt du was, jetzt machen wir da mal Nägel mit Köpf, bin zu ihm hin, mit ihm wegen geschwätzt und so weiter, von ihm einen gewissen Kundenstamm übernommen, dann bei ein paar alte Maschinen von ihm gekauft, dann noch ein bisschen rumgeschaut, was für Maschinen brauche ich denn noch, um ein bisschen, Mein Vater dann aus dem kompletten Vorrentner-Dasein rausgerissen und gesagt, du Papa, wir müssen nochmal bauen. Er dann natürlich so mittelmäßig begeistert, aber dann mit gutem Zureden hat er gesagt, okay, wenn das der Junge will, dann machen wir das halt. Dann haben wir in einer Hauruck-Aktion Maschinen hergeholt. Die standen dann hier im Carport. Auf einmal hat dann der Verkäufer von den Maschinen gesagt, ja du hast jetzt unsere Maschinen, kannst du eigentlich ein paar Teile für uns produzieren? Wir stellen dir das Material. Ich so, soll ich dem sagen, dass die eigentlich unterm Carport stehen oder sei es dem nicht? Nee, ich habe es ihm nicht gesagt. Dann haben wir angefangen zu produzieren. Wir, deshalb, wenn mein Vater mitgeholfen hat, wirklich bei Eiseskälte, bei minus 10 Grad da draußen Teile zu entgraten. Kann zu verfallen, sollte jeder mal machen. Voll geil, voll geil. Entpacken, zu verpacken, abzuwiegen und so weiter. Es waren relativ einfache Bauteile. Ja, und dann haben wir natürlich gehofft, dass irgendwann mal dieser kalte Februar rum wird und dann haben wir angefangen zu bauen. Haben da eine Halle hingeklatscht, haben da dann die Maschinen reingepackt, umgezogen, haben losgelegt und dann, als wir so weit waren, habe ich gesagt, Daniel, du musst dir angucken, ich habe mein Wort gehalten, wir legen los. Ja, und dann sind wir eben den gemeinsamen Weg dann dort gegangen. Bedeutet, ich habe den bequemen Weg gesucht, gewartet, bis alles steht. Du kannst eigentlich froh sein, du hast heute noch alle Finger, beim Felix weiß ich es nicht so genau. Es waren lustige Geschichten und ja, das war im Endeffekt so der Weg. Okay, das heißt, das war dann auch der Punkt, wo du gesagt hast, Selbstständigkeit ist schon eine coole Sache, probiere ich einfach mal aus. Oder war der Wunsch schon vorher da, selbstständig, vielleicht auch in anderen Bereichen, Gebieten? Der Wunsch war immer da, weil ich habe dann tatsächlich in der Industrie sehr schnell, sehr stark festgestellt, ich mag es gerne, Dinge kreativ anzugehen, ich mag es gerne, Dinge aus anderen Perspektiven mir anzuschauen. Also wenn jetzt ein Problem da ist und mir sagt einer, das haben wir schon immer so gemacht, dann kriege ich Brechreiz. Deshalb, ich gucke mir das immer an, ich will es anders machen. Und ich sage nicht, ich mache es besser wie andere. Ich sage nur, ich mache es anders. Und das war übrigens so der Ansporn für mich. Aber die Selbstständigkeit in der Industrie, im Handwerk ist heutzutage krass. Diese Anforderungen, die da sind, an dich als Selbstständiger, an deinen Betrieb, an die QS-Anforderungen. Wir mussten ja relativ schnell eine ISO 9001-Zertifizierung uns aus den Hüften schießen, damit ja wir überhaupt bei den anderen ja mithalten konnten. Soll ja vorkommen. Und so weiter und so fort. Und das ist einfach so der Punkt, wo ich mir echt, also ich weiß nicht, ob ich rückblickend nochmal den Weg gemacht hätte mit einer Halle bauen und Maschinen reinstellen. Ich hätte es vielleicht einen anderen Weg machen können, wollen, sollen. Aber es hat natürlich dazu beigetragen, dass wir da sind, wo wir heute sind. Und von dem her kann man eigentlich nur zufrieden sein. Man kann immer sagen, hätte Fahrradkette. Ja, ich denke auch. Also ein Stück weit ist die heutige Folge ja auch dazu gedacht, euch zu inspirieren. Ihr seht jetzt hier so ein bisschen auch Lebenswege, die wir selber eingeschlagen haben, die die eigentlich überhaupt nicht geradlinig waren und trotzdem zu einem Punkt geführt haben, an dem wir heute stehen. Ob der jetzt gut ist oder schlecht, das darf jeder für sich selber beurteilen. Das können wir uns nicht anmaßen und wollen wir nicht, weil es muss ja nur für uns passen. Ich hoffe, ihr fühlt euch einigermaßen inspiriert. Genau, aber an der Stelle sagen wir mal vielen herzlichen Dank an euch beide, dass ihr da wart. Vielen Dank, ja. Sehr gerne. Vielen Dank an euch Zuschauer, dass ihr zugeschaut habt. Und wirklich, wie es der Daniel gerade gesagt hat, ihr braucht nicht den Wunschtraum haben, dass euer Lebenslauf blütenweiß sein muss, dass alles tipptopp sein muss. Jeder findet seinen Weg, gebt euch die Zeit und lasst euch auch mal zu, dass ihr mal Fehler macht. Fehler gehören dazu. Ja, und Fehler sind sogar wichtig. Wenn man keine Fehler macht, kann man sich nicht weiterbilden. Ja. Ganz wichtig. Richtig. Und da fällt mir zum Schluss einfach nur der Satz ein von meinem ersten Chef, den ich damals hatte nach dem Studium, wo ich wirklich Bammel hatte, einen 12er Bohrer das 4. Mal auszuwechseln, weil ich irgendwie was falsch gemacht habe auf der Rückseitenbearbeitung, der Bohrer wieder abgebrochen ist und ich zu ihm hin bin und gesagt, hey, ich lasse es bleiben. Sagt er tatsächlich zu mir, Felix, hör auf, dir den Finger im Arsch abzubrechen, du machst so lange, bis es funktioniert. Und das fand ich so geil von ihm und dafür bin ich ihm heute so extrem dankbar. Und das soll das Schlusswort für heute sein. Denkt einfach immer an diesen weisen alten Mann. Und deckt an eure Finger.
Genau. Und natürlich würde uns auch natürlich brennend interessieren, was ihr so macht. Deshalb knallt es mal in die Kommentare rein. Euer Werdegang, was habt ihr bisher alles Schönes gemacht? Was würdet ihr vielleicht anders machen? Genau, was würdet ihr anders machen? Und ist von euch auch jemand selbstständig, der diesen Weg beschritten hat? Das sind alles sehr spannende Infos, die wir Gerne. auch gerne lesen würden. Ja, genau, richtig. Interessiert uns brennend. Ja. Also in diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Gehabt euch wohl.